Ein richtiges Schlachtschiff, ja. Detlefs Trent 7877-2, ein Neufahrzeug mit einem Power Ducato drunter und einem Tandem-Achser hinten drauf, eine Zwillingsbereifung. Die hinten drauf ist natürlich notwendig bei dieser Traglast. Doppelboden ist mit eingebaut, Riesengarage, ein ganz großes Fahrzeug für ja nicht nur 2 Personen, sondern bis zu 6, 7 Personen können hier locker wohnen auf Basis Ducato Maxi. So, mit Alkoven unübersehbar. Und hier steht er. Und dann schauen wir uns gleich mal etwas näher an, denn das Thema Doppelboden, Deadlifts und große Fahrzeuge von ganz klein bis ganz groß. Wie ist das Raumgefühl innen drin in so einem großen Fahrzeug? 2,3 Liter, 160 PS, Ducato mit drin. Trent. Hier vorne sieht man schon direkt Doppelboden mit Durchlademöglichkeit. Das ist schon mal eine Besonderheit, die nicht bei allen Detlefs-Fahrzeugen da ist. Das heißt, da habe ich so einen Aluminium-Unterbau mit drin, habe die Heizung, die im ganzen Doppelboden verläuft, die geht von vorne bis hinten durch. Riesenstauraum, sogar nochmal oben drüber. Man geht aber auch eine ganze Stufe hoch. Das werden wir euch gleich mal zeigen, wie man ins Fahrzeug reinkommt. Das geht noch weiter. Also wenn ich so ein Fahrzeug fahre und so viele Leute mitnehme, dann brauche ich natürlich auch Stauraum. Und den habe ich auch hier. Denn hinten in der Heckgarage habe ich unvorstellbar viel Platz. Also wenn man das Ganze jetzt sieht von der Höhe her, das ist das Heck. Die Öffnung sehr, sehr tief, auch die Ladekante hier. Und es geht also nicht nur hier von der Breite der Tür, sondern zusätzlich nochmal rechts auf die Seite. Und hier habe ich dann nochmal eine Einbuchtung, wo ich nochmal beladen kann. Und ich habe eine Tür sogar von innen nach außen, sodass ich also zum Beispiel Hunde hier unterbringen könnte und die nach innen lassen kann. Das können wir uns gleich mal angucken. Ja, tolles Fahrzeug, richtig groß und ja, für ganz besondere Einsatzzwecke ein Doppelachser mit Alkoven. Trent 78, der A7877-2. Wir gehen mal rein. So sieht er von der Seite aus. Beleuchtung. Kühlschrank, dann insgesamt 1, 2, 3, 4 Stufen bis nach oben. Also man ist über den Dingen. Die Aufbautür hat kein Fenster, ist aber sehr, sehr breit. XL. Und ja, das Ganze beginnt schon mit einer Garderobe auf der linken Seite, wenn ich reingehe. Die Tür hat natürlich einen Fliegenschutz, der sehr leicht läuft. Dann ja, natürlich Alkoven-like, ein Raumgefühl. Das ist krass, man muss gar nicht groß reingehen. Man hat schon direkt das Gefühl, man ist in einem riesen Fahrzeug drin. Hier geht es also nochmal runter hier vorne. Das ist das Fahrerhaus. Der Sitz auf der Beifahrerseite, der ist noch drehbar. Das heißt, der könnte also noch zum Innenraum mit dazugedreht werden. Ich habe eine 9-Gang-Automatik mit drin von ZF. Den 160 PS Motor, ein Remis-Verdunklungssystem hier vorne drin, das ich hier vorne auch noch dunkel machen kann und natürlich auch das Thema Kälteschutz nochmal ein bisschen verbessere. Und hier oben das wirklich große Hubbett, was hier ist, das komplett mit einer Größe von guten 2 Meter mal 2 Metern hier zur Verfügung steht. Ich zeige euch mal gerade die Tiefe von dem Bett, dass ihr es mal komplett seht. Das ist die Tiefe, Fenster auf der rechten Seite, auf der Beifahrerseite. Relativ großes Heki. Dann Vorhänge zum Zuziehen, wie in der First Class, dass ich mich vereinzeln kann hier oben. Und dann Lichtschalter hier, also das dürfte dann die Kopfseite sein, wo ich meine beiden Leselampen habe und hier nochmal ein Netz für Handy und Co. zum Laden, dass ich die ablegen kann. Ich habe einen Rausfallschutz, der liegt hier drunter, habe ein richtiges Lattenrost mit drin, wie zu Hause und eine Unterlüftung von dem Bett drin. Das Bett ist auch fest, kann jetzt nicht bewegt werden, aber
Ja, hier vorne habe ich dann den Fahrerhausbereich. Große Sitzbank, die ist hier. Auch hier könnte locker einer schlafen. Man müsste eigentlich nur das Polster auf der Seite wegnehmen. Dann hat man hier nochmal, zumindest für ein Kind, eine große Schlafgelegenheit. Was auch klasse ist, sind hier diese Fächer, die ich hier habe für Fernbedienungen, für Handys zum Aufladen. Also die kann ich hier alle reinmachen. Das ist sehr mäßig. Und meine Raffrollos, die hier mit dabei sind, sodass man die Fenster gar nicht so sehr sieht. Interessantes Detail sind insgesamt 5 Schränke hier oben, die komplett durchgehend sind. Dann eine sehr große Stehhöhe. Man hat also nicht so diesen typischen Alkoven-Buckel, der nach oben hoch geht, sondern das ganze Fahrzeug ist sehr hoch. Also über mir habe ich bestimmt noch gute 20 Zentimeter Platz, also über 2 Meter Stehhöhe hier in dem Bereich. Und hier nochmal die Verbreiterung zum Bettumbau. Also hier kann ich dann das Ganze ausklappen und habe dann die Möglichkeit, hier das Bett, diesen Tisch hier unten einzuhängen. Der hat 2 Positionen, wie man sieht. Also einmal das silberne oben, das silberne unten. Und dann hier nochmal ein Bett zu bauen an der Stelle, wenn ich es denn brauche. Ja, hier muss ich nichts umbauen. Bett 1, Bett 2. Ich sitze jetzt gerade gegenüber. Das ist meine Sitzgruppe. Hier oben ist das Alkovenbett mit drin. Das ist der Ausblick dann zum Fahrerhaus. Ein unvorstellbares Raumgefühl. Und eine riesige Küche. Die ist mit drin. Überall habe ich dann Zugang zum Doppelboden. Das ist also auch eine klasse Sache, wo ich also überall richtig viel Stauraum habe. Hier kann ich also dann nochmal runterladen. Ich habe also hier eine sehr große Tiefe, nicht nur für Getränkekisten, bei denen ich von allen Seiten drankomme. Und dann der große Tower von Tedford, von oben bis unten, guten 1,60 Meter hoch, 1,80 Meter hoch. So lässt sich dann leben. Hier haben wir Gefrierfach mit drin. Küche. Ja, das sieht schon fast aus wie eine Küche zu Hause mit ganz breiten Schubladen, die ausfahren. Ich habe auch den Platz dafür. Habe eine große Tischplatte mit drin. Einen Hinterbau aus Glas. Sehr leicht zu reinigen. Der so einen braunen Ton ergibt, zusammen mit dem Holz, eigentlich ganz schick. Und das ist der Ausblick dann von der Küche auf den Wohnbereich. Dann hier drin Schränke ohne Ende, 5 Stück. Kann ich viele Sachen unterbringen. Vom Gesellschaftsspiel bis hin zum selbsteinziehend. Also hier sind alle Schränke gleich. Und direkt 2 Schienensysteme, die hier integriert sind. Hier schön zuzusehen. Klack. Hier habe ich 2 Schienensysteme gleich mit drin. Also für eine große Küche natürlich toll. 3 Flammen Kochfeld mit Piezo-Zündung. Daneben ein Waschbecken. Das Ganze aus einem Guss. Ich zeige euch das mal gerade. Also das ist komplett Edelstahl hier. Zusammenhängend. Auf der rechten Seite viel Platz zum Abstellen. Und sehr breite Schubladen. Gut, halt für eine große Familie. Auch die selbst einziehend. Mit Unterteilungen. Und hier nochmal ein Fach. Und Steckdosen. So, zum Bettenbauen habe ich dann hier die Erweiterung hier, die ich hochklappen kann. Und ich habe Zusatzpolster, sodass hier auch noch Leute sitzen können. Also hier kann eine ganze Familie kann hier sitzen. Die Zusatzpolster liegen nochmal hier oben. Damit kann ich dann mein Bett zusammenbauen in der Mitte. Zusatzpolster, hier steht es auch extra nochmal drauf. So, Blick nochmal vom Alkovenbett in den Raum rein. Also sehr, sehr großes Raumgefühl, sehr hohe Stehhöhe, sehr luftig. Kleiderschrank 1 ist hier drin,
großer Kleiderschrank mit einer Stange und 2 Fächern, 3 Fächern insgesamt mit unten. Dann hier könnte die Heizung drin sein, eine Truma Kombi. Die ist hier. Und ein zweiter Kleiderschrank, genauso groß wie der erste. Vielleicht sogar noch ein bisschen größer. Hier sind die 230 Volt Sicherungen drin. Eine getrennte Dusche mit einer großen Kleiderstange oben drin. Und 2 Abläufen, je nachdem wie das Fahrzeug steht, kann es auch hier immer ablaufen. Ja, die ist, also ich glaube, wenn man hier drin steht, bestimmt 2,20 Meter hoch. Also so groß wie zu Hause. Hier muss sich also keiner unwohl fühlen. Ja, dann der Heckbereich, Querbetten, 2 Stück mit Fahrzeugbreite, also 2 Meter Breite und ungefähr 1,60 Meter, 1,80 Meter Breite hier drin. Details werde ich euch nochmal im Text mit reinschreiben. 2 große Schubladen hinten und Leselampen hier nochmal mit drin. Das wäre dann das Kopfende im Heck des Fahrzeuges. Hier ist noch ein Heki. Hier habe ich eine Garderobe. Zuziehen kann ich das Ganze natürlich nochmal. Ich gehe mal gerade einen Schritt zurück. Zeige ich euch mal, das ist die Garderobe direkt am Eingang. Hier kann ich Bademantel und sowas lassen. Und auch hier habe ich dann nochmal einen Vorhang zum Zuziehen. Das ist die Klappe, die ich eben erwähnt hatte. Hier kann ich also in die Garage reingucken. Und ja, fast noch hier ein Arbeitszimmer drin. Für einen Informatiker oder so. Ein bisschen was arbeiten muss. Hier kann ich durchgehen. Hier könnte ich aber auch Doppelboden einziehen, Hunde einladen. Also das wäre möglich. Habe ich hier noch ein kleines Fach. Also jeder Zentimeter ist ausgenutzt, der da ist. Dann geht es hier zur Toilette. Der Vorteil ist, dass ich hier diesen Bereich dann zumachen kann. Jetzt habe ich ein Raumbad. Da ist er. Und auch hier nochmal Zugang zum Doppelboden für Service-Elemente und Riesenspiegel mit drin, der dominierend ist in der Mitte mit einem Eckwaschbecken und Schränken nochmal drunter, sowie einem ganz großen Schrank an der Seite. Sehr tief. Also kann ich Berge von Toilettenpapier dann auch beherbergen. Und nochmal 2 großen, tiefen Schränken. Ja, das ist sehr auffällig, wie tief die sind. Also hier kann ich richtig viel unterbringen. Für den großen Urlaub eben. Ja, ich zeige euch nochmal dann das Gesamtbild hier. Also hier unten ist die Toilette. Mit dem Waschbecken. Und hier ist dann nochmal ein Zusatzschrank. Da habe ich die Möglichkeit, noch mehr unterzubringen. Steckdosen und Lichtschalter sowie eine Drehtoilette von Tedford. So, also mein Raumbad. Das ist dann hier, rechte Seite direkt die Dusche. Ich hoffe, Sie können sich ein bisschen vorstellen, ansonsten gehe ich mal raus. Zeig's nochmal gerade. Also das ist dann der Wohnraumbereich. Ich gehe jetzt mal in den Wohnraumbereich ganz langsam rein. Zeig mal, das ist die Sitzgruppe, wenn ich jetzt hier sitze. Auf der rechten Seite habe ich meine Bank. Und jetzt drehe ich mich ganz langsam. Das ist die Küche. Und anschließend dann auf der rechten Seite die Toilette mit dem Waschbecken. Links die 2 Kleiderschränke und der Kühlschrank. Dann angrenzend die Dusche und der Schlafbereich. Und wenn man die Tür dann zumacht, sieht das Ganze von innen dann so aus. Also der Raum ist dann komplett abgeschlossen, ähnlich wie eine Zimmertür, dass ich also hier
viel Platz habe. Im Boden habe ich natürlich richtig viel Platz. Da kann ich alles reinladen, was ich den ganzen Urlaub brauche, inklusive der riesen Heckgarage. Also der nächste Großurlaub kann kommen. Schön. So, habe ich irgendwas vergessen? Ich überlege mal gerade. Kleines Fach noch hier unter dem Kühlschrank. Habe ich unterschlagen. Da ist noch ein Fach. Und hier noch für Schirme und irgendwelche Sachen, die relativ hoch sind. Hier kann ich noch ein Handy ablegen. Dann habe ich hier noch eine Steckdose, genau an der richtigen Stelle. Denn hier würde ich meinen Fernseher montieren, wenn man dann einen will. Und jetzt gucke ich mal gerade, ob hier vielleicht einer versteckelt ist. Nein. Hier hat man noch dann 2 Schränke mit drin. Auch das Softclose. Das ist das Bedienelement. Hier sehe ich also einmal die Aufbaubatterie, kann also auch hier die Spannung einschalten, das Licht aktivieren mit indirekter Beleuchtung, Leselampen, Küchenbeleuchtung, also viel Ambiente, auch im Wohnbereich mit so Streifen, die drin sind und das Ganze natürlich wohnlich hell dastehen lassen. Das sind diese Streifen, die indirekt beleuchtet sind, auch oben drüber. Also sehr schick gemacht. So, gehen wir mal langsam raus. Wir drehen heute am 15. Dezember 2020. Der Freistaat in Sulzemoos und das ist übrigens die Steuerungseinheit für die Heizung. Ganz reduziert, aber funktioniert. Warm und heißes Wasser. Der 7877-2 von Detlefs mit Tandemachse und viel Platz im Innenraum. Das ist hier zu sehen, der Trend A7877. Danke fürs Zuschauen. Tschüss.